Servus zusammen, heute schauen wir uns die Einheit TCAG 125 850 an. Wir starten gleich mit der Vierkantstangen. Ist nicht die beste Zeit, meine Schuld, ganz klar. Habe noch einen dritten Schnitt leider nicht aufgenommen, war glaube ich ungefähr das gleiche, war auf jeden Fall schneller, was nicht, das war die schnellste Zeit. So, starten wir nun mit dem Schneiden vom Rohr. Schauen uns dann am Ende die Zeiten an, wie er sie schlägt. (10,09) ein guter Start. (12,14 Sekunden), mein Fehler, habe nicht richtig gearbeitet. Da habe ich ein bisschen Druck drauf gegeben, eine schöne Zeit ist es geworden. Vielleicht gibt es noch bessere. Da haben wir es, die beste Zeit. So, jetzt schauen wir uns die Umdrehungen an. 12.000 sind angegeben. (10.750) Umdrehungen werden angezeigt. Das heißt 90% ungefähr vom angegebenen. 20 cm Abstand, Lautstärkemessung. Bei 40 cm Abstand gibt es nicht riesige Unterschiede, um die 2 Dezibel. Zwei Meter Kabel. Griff ist 17,5 cm lang, 26,5 cm lang, 125er, 850 Watt, 12.000 Umdrehungen. Schutzblech ist so ein Schrauben dabei, Kreuzschrauben, müsst ihr so auf und zudrehen. So, dann haben wir da natürlich, wo man greift, ist wichtig.
Da haben wir die Breite von 5,6 cm. Da ist ein bisschen dicker. 5,8, 5,9. Wie es ausschaut, ist es überall gleich dick. Da hinten ist minimal dicker. Da sind wir schon bei 6,3 weiter hinten. Aber das ist schon die dickste Stelle. Auch so. Ja. Lässt sich gut greifen. Seht, Griff kann man da und da positionieren für Rechts- oder Linkshänder. Schutzblech ist bombenfest, wenn man es fest anzieht. Da gibt es kein Wackeln, da gibt es gar nichts, da gibt es kein Spiel. Wie breit ist er da vorne? 7 cm. Die Tiefe beträgt das gleiche, hier 7. Hier sind wir bei 4,5. Maximalhöhe von 9,3 cm. Keine Drehzahleinstellung, halt nichts. So, kommen wir zum Preis. Bei den Preisen nehmen Sie sich nicht viel. Das heißt, wenn ihr es sparen wollt, spart euch das Geld und holt euch den TC 125. Wenn ihr Strom haben wollt, wenn ihr ein bisschen mehr Leistung haben wollt, ist der TC AG 125 850 der allerbeste, weil der hat die meiste Leistung. Wenn ihr aber die Akkuversion haben wollt, der ist ähnlich stark, etwas schwächer, würde ich sagen 10-20%, aber ich habe dafür eine Akkuversion, der ist leiser, durch das, dass ihr langsamer dreht. Also habt ihr ein paar Vorteile und ein paar Nachteile, aber leistungsschwächer. Beim Gewicht sieht man, dass der 125er 850er leichter ist und handlicher, das hat man deutlich gespürt. Der Griff ist deutlich schmaler und somit kann man ihn fester und besser greifen. Finde ich persönlich ziemlich gut. Das Handling ist sehr, sehr, sehr gut bei dem. Handling ist eindeutig besser. Kommen wir zum 125 850er. Der ist bei der Zeit bis zum Stillstand deutlich besser, hat eine stärkere Motorbremse, wahrscheinlich deutlich aggressiver. Kommen wir nun zum Fazit zur TCAG 125 850. Was gibt es zum Sagen? Insgesamt ein gutes Einsteigergerät, handlich, leistungsstark, also ich sehe, man schneidet schon ziemlich schnell, ziemlich viel. Bis jetzt die stärkste Flex, die ich getestet habe. Natürlich habe ich die günstigsten Tests, ist ja logisch, aber trotzdem, so viele Unterschiede gibt es da nicht. Ich sehe ja bei den anderen Kanälen, aber es ist aber Nebensache. Es geht darum, dass es eine gute Einsteigerflex ist. Ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall die 5 Euro wert im Aufpreis zu anderen TCAG, weil sie ist moderner, 200 Gramm fast leichter, schneller, tut schneller drehen, hat mehr einfach Drehmoment, also mehr Kraft. Und deswegen würde ich einfach der anderen jeden Tag vorziehen. Ist auf jeden Fall für mich persönlich besser, ein deutlich besseres Gerät insgesamt. Für 5 Euro mehr, ich finde, das kann man schon machen. Ich hoffe, euch gefällt das Video, ich hoffe, ihr habt euch geholfen bei der Entscheidung. Danke fürs Schauen, Servus, danke, ciao.